Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer. Ihr habt eingeschaltet zu Nachrichten mit Hintergrundinformationen aus Thailand. Heute vom Dienstag, dem 20. August 2024. Die Themen der heutigen Sendung werden sein: Alkohol, Lockerung der Werbebeschränkung, keine Handys an Schulen, Überfall aus Verzweiflung, Schroeder räumt Möbel aus Regierungssitz, Soyen Sabai in Pattaya, auch ein Politikum. Alkohol, Lockerung von Werbebeschränkungen. Der Geschäftsverband Thai Alcohol Beverage fordert die Regierung auf, das Alkoholkontrollgesetz zu ändern, um die übermäßig strenge Beschränkung für Alkoholwerbung aufzuheben. Verbandsvorsitzende Khemika sagte, man sei sich darüber einig, dass soziale Verantwortung und der Schutz von Minderjährigen im Mittelpunkt ihrer Reformpläne stünden. Gleichzeitig sei sie dafür, Alkoholwerbung mit klaren Grenzen zu erlauben. Für alkoholische Getränke darf nicht in einer Weise geworben werden, die direkt oder indirekt Vorteile versprechen. Es darf weder das Produkt noch sein Etikett gezeigt werden. Die Werbung muss mit gesundheitlichen Warnhinweisen versehen sein. Das Kabinett hat im März diesen Jahres einen neuen Entwurf für ein Gesetz zur Kontrolle alkoholischer Getränke im Grundsatz gebilligt, in dem vorgeschlagen wird, die Werbebeschränkung sogar noch strenger zu gestalten. Keine Handys an Schulen. Das Bildungsministerium plant die Nutzung digitaler Kommunikationsgeräte in Schulen durch junge Schüler einzuschränken. Es wird befürchtet, dass ihre Entwicklung darunter leidet, wenn sie süchtig nach dieser Technologie werden. Viele Schüler würden Smartphones, Tablets und andere digitale Geräte mit in die Schule bringen und viel Zeit damit vergeuden. Doch Untersuchungen haben ergeben, dass die übermäßige Nutzung solcher Geräte die Fähigkeit junger Menschen, sich während des Unterrichts zu konzentrieren, beeinträchtigt und langfristig ihre Intelligenz verlangsamt. Um es in einem Satz zu sagen: Smartphones machen dumm. Kinder, die täglich 6,5 Stunden oder mehr vor dem Bildschirm verbringen, haben tendenziell einen geringeren IQ als ihre Altersgenossen, die weniger Zeit mit dem Gerät verbringen. Außerdem besteht bei ihnen die Gefahr, dass sie eine kurze Aufmerksamkeitsspanne entwickeln, sich nicht mehr konzentrieren können und langsamer lernen. Daher haben bereits mehrere Länder Maßnahmen ergriffen, um den Zugang von Schülern zu diesen Geräten während der Schulzeit zu kontrollieren oder ganz zu verbieten. Überfall aus Verzweiflung. Am Sonntagabend verhaftete die Bangkoker Polizei einen 17-jährigen Jugendlichen, der kurz vor 13 Uhr im Alleingang ein Goldgeschäft überfallen und ein 5 Baht Goldarmband gestohlen hatte. Der Überfall geschah in einem Kaufhaus in der Ratchadapi Sek Road. Verwandte des Täters überredeten ihn, sich zu stellen und das gestohlene Goldarmband zurückzugeben. Der Jugendliche gestand die Tat. Er sagte, er wollte das Goldarmband verkaufen, weil er nicht genug Geld mit seinem Job als Essenslieferant verdient. Der 17-Jährige hat eine Tochter, die ein Jahr alt ist, und die Familie seiner Frau haben ihm kritisiert, er könne kein gutes Familienoberhaupt sein und sein Kind nicht ausreichend gut versorgen. Außerdem musste er noch ausstehende Ratenzahlungen für das Motorrad leisten, mit dem er nicht nur Essen lieferte, sondern auch die Tat beging. Schroeder räumt Möbel aus Regierungssitz. Nachdem der ehemalige Premierminister Schroeder am vergangenen Mittwoch vom Verfassungsgericht seines Amtes enthoben worden war, wurden am Samstag 2 Laster zum Regierungssitz entsandt, um Schroeders Möbel und Besitztümer abzuholen. Zu den Habseligkeiten gehörte ein King-Size-Bett.
Schroeder wollte im Regierungsgebäude wohnen, um effektiver arbeiten zu können, hat dort aber trotz großem eigenen Bett nie übernachtet. Einige abergläubische Menschen glauben, dass der Ort verflucht sei und kein Premierminister in den letzten 50 Jahren versucht habe, dort zu schlafen. Soll Jens Abay in Pattaya auch ein Politikum? Ein Senator und ein Abgeordneter der Provinz Chonburi haben Samstagabend die Walking Street und die Soi Jens Abay in Pattaya besichtigt, um sich über die Motorradfahrer aus dem Nahen Osten zu informieren. Prathum, Senator der Provinz Chonburi, führte zusammen mit J. Chai, Abgeordneter von Chonburi, sowie örtlichen Polizeibeamten und Geschäftsleuten eine Inspektion der Walking Street und der Soi Jens Abay in Südpattaya durch. Prathum, der vor kurzem sein Amt angetreten hatte, erklärte, er wolle sich persönlich ein Bild von der touristischen Situation in Pattaya machen. Die Gruppe inspizierte die Geschäfte entlang der Walking Street und diskutierte mit den örtlichen Unternehmern über den Geschäftsbetrieb, den aktuellen Stand des Tourismus und die demografische Entwicklung der Touristen. Nach der Inspektion der Walking Street begab sich das Team in die Soi Jens Abay, um die Situation der Raser und Krachmacher aus dem Nahen Osten zu untersuchen. Sie sammelten Informationen von Anwohnern und Geschäftsinhabern über Probleme mit dieser Gruppe von Touristen, die in der letzten Zeit durch Erregen öffentlichen Ärgernisses, Schlägereien sowie rücksichtsloses und vor allem lautstarkes Fahren auf sich aufmerksam gemacht hatten. Die Beschwerden der Anwohner häuften sich. Prathum erklärte, dass er mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um dauerhafte Lösungen für diese anhaltenden Probleme zu entwickeln. Ein Motorradvermieter in dem Viertel berichtete, dass einige kuwaitische Touristen ihre Motorräder nach einem Sturz beschädigt zurückgeben. Einige brachten die Motorräder mit abgefahrenen Reifen zurück, obwohl die Reifen bei Verleih neu waren. Es gab auch einen Vorfall, bei dem die Araber den Benzintank mit Wasser gefüllt hatten, was eine kostspielige Reparatur zur Folge hatte. Der Verleiher erwähnte auch, dass sich einige Touristen weigerten, für die Schäden zu bezahlen, mit der Begründung, sie warten auf Geldüberweisungen ihrer Eltern im Ausland. Am Ende sei er betrogen worden und musste die Reparaturkosten selbst tragen, sagte er. Um dem entgegenzuwirken, hat er begonnen, Touristen, die sich schlecht benehmen, auf eine schwarze Liste zu setzen, damit sie nicht mehr bei ihm mieten können. Anwohner äußerten ihre Frustration über die Leichtigkeit, mit der Motorräder gemietet werden können. Es sei zu einfach. Manche Kunden zeigen einfach ihren Reisepass vor, sie bräuchten nicht einmal einen internationalen Führerschein. Die meisten dieser Touristen seien kuwaitische Jugendliche im Alter von 17 bis 20 Jahren, die Pattaya während ihrer Schulferien im Juli und August besuchen. Die Situation ist inzwischen so weit eskaliert, dass die Polizei fast täglich Kontrollpunkte einrichtet, um rücksichtsloses Verhalten zu unterbinden. Die Polizeipräsenz zielt darauf ab, die Unannehmlichkeiten und Gefahren einzudämmen, die von diesen Touristen ausgehen, die oft ohne entsprechende Kenntnisse Motorrad fahren, was zu Unfällen und Verletzungen führt. Soweit die Nachrichten mit Hintergrundinformationen aus Thailand, heute vom Dienstag, dem 20. August 2024. Wir hoffen, ihr hattet eine interessante und informative Sendung. Wenn euch solche und ähnliche Inhalte aus Thailand interessieren, abonniert gerne diesen Kanal, liked das Video, teilt das Video mit Menschen, die auch etwas über Thailand erfahren wollen. Damit bedanken wir uns für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss bis zum nächsten Video hier auf diesem Kanal.